Es hat das Spiel gespeichert? Die Tür ist wieder zu, das Spiel ist gespeichert und ich habe Angst. Okay, es bringt nichts, ich mache weiter. Na? Das hat doch einen Grund, warum das hier eine Schublade hat. Nö, hat es doch nicht. Okay, dann... Ne? Ne. Ich dachte, da wäre jetzt ein Schlüssel, aber... Ich habe Angst, diese Tür zu öffnen. Unbegründet. There are a lot of strange things I've seen around this place. For instance, the fireplace that isn't even a real fireplace. It's some kind of ladder shaft, but there's a tough metal grate fastened over it that appears to be controlled electronically, most likely by the lockdown system. I'm assuming the shaft leads down to the basement, but it must have been sealed off because it's not accessible from anywhere down there. Another thing I've started wondering about is a metal handle that's been sitting on Michael's desk for about a month now. I asked about it once out of curiosity, but he avoided giving me a direct answer. He told me it broke off of something. I had already assumed this, seeing as it's covered in dirt and rusted around the edges where it had clearly been attached to something for a very long time. Perhaps the biggest mystery I've encountered here is the place Myrtle always went for privacy. She was often depressed, so she was always going into the downstairs hall on her way to wherever it was she went to be alone. However, she seemed to vanish. The only place she could have gone from that hallway is down into the basement, but I went down there one day to ask her something and I couldn't find her. I'm wondering if there's a secret room somewhere down there. After all, I did learn from Michael that this building is from the 1600s, long before it was ever a funeral home. Buildings as old as this one sometimes have quite a few secret areas. Okay, das ist interessant. Ich habe mir schon gedacht, dass bei diesem, na, Kamin, dass da was ist. Dass da was sein muss. Und die Myrtle scheint, und das juckt mich so, die Myrtle scheint hier gearbeitet zu haben. Ist der Text auch neu? They still haven't buried them. Sullivan has been lying in his coffin now for 2 days and Myrtle for 3. Because Conrad refused to touch Myrtle's coffin after her funeral, it had to be put aside so Sullivan could have his. Conrad still simply doesn't want to have anything to do with the burial of either of them, even if all he's doing is preparing a future grave without actually touching the coffins. I'm starting to wonder if he had some type of unpleasant encounter with Myrtle and Sullivan's coffins, or he heard some absurd rumor about their corpses. What's sad is that Myrtle and Sullivan don't have relatives who care enough about their burials to actually do something about this. Michael was embarrassed to have to tell all the relatives and friends that the actual burials couldn't be held yet. Even so, none of them objected. Maybe they just didn't see a point in doing so, considering the person they would be doing it for is already gone. As far as feeling nervous around coffins, I do get a strange vibe now in the visitation room. The atmosphere in there is starting to feel different. The air feels heavier, a little bit oppressive even. It seems to be more noticeable today than it was yesterday. I'm not quite sure if I believe in ghosts or not, but it seems to fit what I've heard before about locations having uncomfortable, negative energy due to evil or extremely upset spirits. Maybe it's just normal stuffy air. There aren't any windows in there, and it is the middle of summer. Reizend. Ich will dieses Spiel von Minute zu Minute weniger spielen.
Lag? No, normaler Lag, okay. So, wir haben jetzt einiges gehört. Das Spiel hat uns gerade mit Story zugeschissen beinahe. Finde ich aber schön, dass es Story gibt in diesem kleinen Spielchen. Und nicht nur so, renne weg. Aber es ist mysteriös. Mysteriös auch schon zu Lebzeiten von den Leuten hier. Okay, hier kann ich tatsächlich noch nichts machen. Die Kellertür ist wieder zu. Die Kellertür ist wieder zu. Selbstverständlich ist die Kellertür wieder zu. Hier ist immer noch nichts. Keine Ahnung, warum dieser Raum leer ist. Ich frage mich, ob diese Tür jetzt so offen ist. Nee, aber aufrahmen kann es sie auch nicht, ne? Komisch. Ja, toll. Wir haben einen Tipp bekommen zum Thema. Jetzt bin ich ja doch an der Kellertür vorbeigegangen. Wir haben einen Tipp bekommen zum Thema Feuerplatz, Kamin, aber wir haben ja keinen Griff dafür. Oder ich weiß auch nicht. Ich meine, gut, ich werde jetzt nicht sagen, dass der Griff, von dem geredet wurde, dass der hier dazugehört. Ich kann ja auch nichts machen. Also ich klicke gerade eine Menge rum. Aber ich habe das Gefühl, dass in Myrtles Sarg nicht der einzige Sarg, der hier noch ist, sondern dass auch dieser, ja, Geliebte von ihr auch so seinen Sarg irgendwo hat und dass er dieses Gedicht nie in den Sarg gelegt bekommen hat. Dass sie ihm geschrieben hatten, dass wir das jetzt machen müssen. Und dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, weil ist schön. Dann haben die sich wieder lieb. Okay, nee, hier geht's nicht weiter. In Ordnung. Visitation Room. Hat immer noch ein Schloss davor. Fehlt immer noch ein Schlüssel. Den wir irgendwo herbekommen. Hier ist zu. Ich weiß auch nicht, ob ich in den Visitation Room wirklich rein will noch. Hier fehlt uns einfach die Nummer. Nochmal in die Kapelle zurückgehen. Das Problem ist, ich fühle mich jetzt auch schon wieder so ein bisschen entspannter. Und ich habe Angst, dass ich das gleich noch bereuen werde, dass gleich ein fieser Jumpscare kommt. Ah ja, da geht's weiter. Also ein fieser Jumpscare kommt, mit dem ich nicht rechne und dann werde ich sterben. It turns out that Devon got into the morgue by stealing Sullivan's key card from the office. Mrs. Raines had been in there and forgot to lock it when she left. Nobody knows exactly how the kid figured out the passcode, but considering what a flake his mother is, that's probably just something else she inadvertently compromised. They're burying Sullivan with a few of his belongings from the funeral home. I guess because he had worked here for so long and was so loyal to his job. Michael revealed that one of those belongings is Sullivan's key card. Of course, they would need to deactivate it from the system to avoid any breaches and the chance that it was stolen. But then again, Mrs. Raines would be the one who would do that. I discovered earlier today that Devon had stolen the system lock override key as well and hidden it somewhere in the building. This has got to be the most troublesome, ill-behaved kid I have ever encountered. Ja, was der nicht alles für Sachen stiehlt. Und ich habe das Gefühl, wir müssen an den zweiten Sarg ran, weil da ist eine Karte drin, eine Schlüsselkarte.
Einfach nur wundervoll. Hier ist nix. Hier ist nix. Wir haben jetzt Story-Sachen gelernt. Kapelle? Nee, Moment mal. Es hieß doch, der hat Sachen unter den Tischen versteckt. Der hat sie ja hier dann unter den Tischen versteckt wahrscheinlich. Oder? Weil es hieß ja während der war der Zeitungsartikel schon immer da? Es hieß, dass es während des Gottesdienstes gewesen wäre. Was ist das für ein Zeitungsartikel? Okay, wir wissen jetzt tatsächlich, Sullivan und Myrtle haben früher eine faszinierende, großartige, beinahe quasi kometenhafte Karriere gehabt als Kinderschaufensterpuppen. Das würde einiges erklären. Okay, oh mein Gott, ein trauernder oder von Trauer erschlagener Mann wurde getötet von einem Zug, nachdem er sich selbst geblendet hat. Wow, okay. Der 57 Jahre alte Sullivan James, einer der zwei Bestatter im Chan Hills Bestattungsheim, wurde am Montag getötet, nachdem er gestolpert und gefallen ist auf den Gleisen eines entgegenkommendes Zuges. Laut seiner Kollegen im Bestattungsheim ist James in eine Art, Sullivan James, so heißt er ja, in eine Art Trauerhysterie gefallen, einige Minuten davor, nachdem er einen emotionalen Zusammenbruch hatte über den Tod einer Kindheitsfreundin und Kollegin Myrtle Warnworth, die an einem starken Gehirntumor gelitten hat, der laut den Doktoren unoperierbar war. Mrs. Warnworth starb starb 9 Tage nach dem Ende des vorhergesagten Todestages. James, der total fertig mit den Nerven war, hat anscheinend seine eigenen Augen erdolcht, indem er ein Skalpell benutzt hat, und ist aus einem Fenster geklettert. Miles Stradman, der Einbalsamierer in dem Bestattungsheim, und ein kurzzeitiger Kollege von Mr. James hat begonnen, ihm hinterher zu rennen durch ein Feld hinter dem Gebäude, aber konnte ihn nicht fangen, bevor er an einem Stück Zuggleis ankam und auf ihn hinfiel. Stradman und ein paar andere Augenzeugen berichteten, dass James keine Anstalten gemacht hätte, aufzustehen, als der Zug angefahren kam. Der von Trauer niedergeschlagene Sullivan James wurde beim Zusammenschlag getötet. Der schnelle Zug hat ihn mit solcher Kraft geschlagen, dass er in 3 Stücke zerteilt wurde. Es wurde spekuliert von denen, die den Mann kannten, dass diese fatale Episode durch Schuldgefühle angetrieben wurde, dass er seine langzeitige Freundin nicht so behandelt hat, wie er glaubt, hätte er sie behandeln sollen. Diese Doppeltragödie beim Chan Hills Bestattungsheim hat ein groß öffentliches Interesse für diesen Ort verursacht und
wurde eine Attraktion für das Vandalieren und Leute wegen Herumhängen von jungen Menschen. In den 3 Tagen seit des Vorfalls wurden bereits 3 Leute festgenommen. Sie haben sie nie begraben. Beide sind immer noch hier. Faszinierend. Da steht was auf der Rückseite. Sie sagen... Natürlich. Sie sagen, dass, wenn du seine Rose nimmst, dass er aufwacht. Das ist der einzige Weg, wie du seinen Sarg öffnen kannst. Ich habe auch gehört, dass er dich in 3 Stücke reißen wird, wenn er dich fängt. Lieblich. Lieblicher Mensch. Oh, fuck. Fuck. Moment. Das musste ich gerade machen, weil die Maus wieder außerhalb vom Bild war und ich kurz Angst hatte wegen diesem grauen Griesel. Ah! Etwas ist unter dem Tisch. Oh Gott. Ja, ich kann die Maus nicht benutzen. Schaut runter. Okay, das war jetzt interessant, dass ich durch diesen Mausbug aber schon vorher gesehen habe, was da drunter ist. Aber eigentlich, ja, gut, weniger Jumpscare. Sie werden es nie finden, niemals. Und da ist ein Schlüssel, auf dem drauf steht Visitation Room 2. Wundervoll. Ich will es nicht, 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 ich will es nicht. Ich will es nicht, 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 ich will es nicht. Was passiert? Warum wieder dieses Grieseln? Warum? Was passiert? Was? Was war denn das jetzt? Was war das jetzt? Ist wieder was. Okay, schön. 3 Vierecke und ein Schlüssel. Kann ich daran irgendwie jetzt erkennen, wo ein Schlüssel liegt oder was? Wenn die Sache ist, ich will hier gar nicht reingehen. Ne? Okay. Da haben sie sich die schönste Tapete und den schönsten Fußboden ausgesucht für diesen Raum. Fuck. Was passiert? Was passiert? Was passiert? Was passiert? Was passiert? Was passiert? Okay. Grieseln ist weg. Grieseln ist wieder da. Ich wette, es kommt von dem Sarg her. Wunderschöne Bilder haben sie natürlich auch aufgehängt. Warum leuchten diese Dinger hier so? Wer macht sowas? Du sollst es wagen. Du sollst es verdammt nochmal wagen. Nee. Die kann da bleiben. Die kann da bleiben, verdammt nochmal. Nee, wir wissen ja, die schwarze Rose ist der einzige Weg, wie sich dieser Sarg öffnen wird. Und warum müssen wir machen, dass er sich öffnet? Ich weiß nicht warum, aber wir machen es. Sullivan James was blind as a bat.
Sullivan James fell down flat. Sullivan James is withered and blue. Sullivan James is coming for you. So ein Scheiß. Fuck. Okay, aber wir kamen beträchtlich weiter. Sehr beträchtlich weiter. Wow. Ich bin ein bisschen überrascht über mich selbst gerade. Und finde es ein bisschen schade, dass ich die ganze Zeit den Kopfhörer nicht drin hatte. Aber ich glaube, sonst hätte ich auch mir in die Hosen gemacht. Oder vielleicht auch nicht. Oder ich wäre paralysiert gewesen. Und, weil ich jetzt sagen muss, ich fand den jetzt gar nicht mal so gruselig, wenn mal davon abgesehen, dass alles irgendwie angefangen hat zu winden und wehen und Dinge zu machen. Und Licht. Und er ist sehr schnell. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll, um ihm auszuweichen. Naja, aber darum kann ich mich ja dann beim nächsten Mal kümmern.